Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es wieder mal um diesen Golf 4. Speziell Golf 4, Baujahr 2002, der 1.9er Dieselmotor, speziell Motorcode ASZ. Und bei dem wollen wir einmal den Kraftstofffilter wechseln. Wie man sieht, liegt er bei mir hier schon länger rum und wartet, gewechselt zu werden. Wir verbauen von der Marke Mann-Filter. So sieht das Ganze aus bei dem. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und worauf man speziell achten muss, würde ich euch natürlich gerne zeigen und empfehle euch vorsichtshalber, wenn ihr das Ganze austauschen wollt, diesen Adapter, der unten verlinkt ist, mitzubestellen, weil es passiert sehr, sehr gerne, dass er nämlich bricht. Ja, sieht man das Ganze hier auch noch nicht? So, und zwar da, wo die Leitungen durchgehen. Denn das Ganze muss man hochheben. Der sitzt nämlich hier drauf. Man muss das Ganze hochheben und dann brechen die sehr, sehr gerne. Hier drauf sitzt das Ganze gerne. Ja, hier drauf sitzt das und bricht gerne. Und Wechselintervall für diesen Kraftstofffilter ist alle 60.000. Und so wie der Kollege da aussieht, wurde der nicht alle 60.000 gewechselt. Und zwar ist das wichtig, den regelmäßig zu wechseln, damit die Düsen nicht verstopfen und ja, die Kraftstoffpumpe immer gut vernünftigen Kraftstoff, gefilterten Kraftstoff hat. So, wie man das Ganze austauschen kann, würde ich euch gerne zeigen. Alle wichtigen Werkzeuge, Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer, und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten, um wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt. Oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Wir können jetzt folgendermaßen durchgehen. Es gibt hier diese Klemmschellen oder Klemmzangen. Dann machen wir das hier einmal zu, damit uns nicht unnötig Luft ins System reinkommt. Hier und ruhig weit genug. Und können anschließend anfangen, die ganzen Schellen abzumachen. Die müssen wir eigentlich nicht abmachen, wir können das nämlich zusammen nach oben abziehen. Probieren wir auch gleich mal. Und hier passiert es, dass die halt gerne brechen, aber wie man sieht, wurde der schon mal ausgetauscht. Probieren wir das mal als erstes. So, das Ganze kommt ab. Und dann ganz vorsichtig. Und da haben wir es geschafft. So. Wenn ihr das hinbekommen habt dann, und den hier behalten wollt, die zwei Dichtungen unten, die sind bei Mann-Filter neu mit dabei. Dann könnt ihr die austauschen.
Und hier befindet sich eine lange Kreuzschraube. Die lösen wir. Aber nur lösen, nicht abschrauben. Und dann können wir den Kraftstofffilter nach oben hin rausholen. Ja, der wurde schon mal gewechselt, ist aber trotzdem schon etwas älter. Dann machen wir das Ganze hier einmal sauber. Und ersetzen die Dichtungen. Da haben wir einmal blau oben, schwarz unten. Haben wir das auch. Und können den neuen Kraftstofffilter reinmachen. So. Und natürlich nicht vergessen, festzuschrauben. Und dann die Klammern wieder drauf. Die Klammer nicht vergessen. Und das war's dann auch schon. Ja, Leute. So schnell und so einfach kann man den Kraftstofffilter wechseln. Hier ist natürlich bei dem Motor auch der Vorteil, er hat eine Vorförderpumpe. Das bedeutet, es reicht, wenn ihr dreimal Zündung an ausmacht und die Pumpe die ganze Luft entlüftet, also die Luft rausdrückt. Und ja, so schnell und so einfach geht das. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Alle wichtigen Werkzeuge, Kauflinks unten. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja, lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.